Ah, kann das sein, dass die Leute mich schon hören? Hey Chat, was geht denn ab, Leute? Hello! Oh yeah! Es geht los! Ich freue mich! Los geht's, los geht's, los geht's! Kurz dein Haus zum Tattoo-Studio umfunktioniert. Ja, wirklich? Geil. Ja, ich habe die Jungs und Mädels gefragt, ob die Bock haben, für den 7-Tages-Stream vorbeizukommen von Mami, I'm sorry. Das beste und coolste Tattoo-Studio, was es gibt weltweit. Das Tattoo-Studio meines Vertrauens. Mir ist es super egal, wo die Tattoos hinkommen. Also ich habe auf alles irgendwie Bock, was wir halt im Stream zeigen können. Du hast ja, als du zu uns gekommen bist, so kaum Tattoos gehabt. Dann hast du ein paar sehr offensichtliche gemacht. Die sind zwar alle sehr cute und klein. Hat sich irgendwas in der Wahrnehmung für dich verändert? Nee, ich vergesse super oft, dass ich die beiden da hinten habe, weil man die einfach nicht sieht. Und dann bin ich irgendwann so in der Dusche oder bin im Spiel und bin so, Du hast jetzt diesen Weg eingeschlagen von kleinen Tattoos. Das wird so einen kleinen Sticker-Look haben am Ende des Tages, was aber eine spannende Geschichte erzählen kann. Soll ich dir mal zeigen, was ich vorbereitet habe? ja, Okay, let's do it. Wir achten darauf, dass das alles sehr fein gestochen wird, meistens ein bisschen oberflächlicher, damit wir eher das Risiko von dem Nachstechen eingehen, als von einem Blowout. Ein Blowout ist zum Beispiel, wenn die Linie wieder aufgeht. Und das wollen wir vermeiden. Das ist eher so ein Ergebnis, wenn du zu sehr reingehst und zu hart tätowierst. Und das sieht halt scheiße aus nachher. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Ja. Nachstechen kannst du immer machen. Ich habe letztens in TikTok gesehen, wo es darum ging, dass jemand meinte so, hey, ihr stecht euch immer eure Tattoos so fein, aber zeigt mal, wie die nach einem Jahr aussehen. Und ich war so, ja, halt schon noch immer fein, weißt du, es sieht halt immer noch geil aus. Sieht halt genauso aus, wie als es gestochen wurde, basically. Simon, ich überfall dich gleich. Was machen wir überhaupt heute? Ja, das wissen wir selber noch nicht so hundertprozentig. Wir wussten ja noch nicht genau, welchen Artist wir hier an die Hand bekommen und wir dachten, vielleicht zeichnen wir was zusammen, machen ein paar Gedanken. Geil. Wir hatten schon ewig Zeiten mal überlegt, sowas wie so ein Partner-Tattoo zu machen, ein Yin und ein Yang. Und wir hatten uns überlegt, vielleicht irgendwie in Form von einem Tier, sowas wie einen weißen Fisch, weißen Koi und einen schwarzen Koi oder sowas, so in die Richtung. Ich bin gespannt auch bei euch. Ich bin auch mal gespannt. Was denkst du? Süß. Ja. Ja? Ist cool. Ja? Jetzt muss ich da eins aber noch dazu sagen. Süß. Der eine Fisch geht jetzt hier hoch, der andere geht hier runter. Du hast dann hier die Flecken, ja. Der japanische Tattoo-Mythologie. Kois müssen eigentlich immer nach oben schwimmen. Ah, das heißt, einer hat die Arschkarte. Oh. Dann würde ich den Pechkoi nehmen. Oh, was denkst du über Arschgeweihe? Honestly, ich finde sie nice. Also ich vertrete seit 2 Jahren die Meinung, Arschgeweihe werden ein großes Comeback feiern, aber nicht mehr so wie früher, sondern die werden ganz klein, filigran gemacht, weil es einfach eigentlich ist ein schönes Tattoo. Partner-Tattoos ist immer schwierig, vor allem wenn man es, sagen wir mal so, Porträt vom Partner, Namen vom Partner oder solche Sachen, vor allem wenn es eine frische Beziehung ist. Frische Beziehung, ganz schwierig. Ja, alles muss, ein Pärchen, die haben sich vor 20 Jahren bei uns tätowieren lassen, ja. Die sind ins Studio gekommen, haben sich vorgestellt, hey, wir sind die und die und wir hätten gerne gegenseitig unsere Namen auf dem Arsch. Damals haben die zum Beispiel gesagt, nee, finde ich total kacke, machen wir nicht. Die haben gesagt, nee, wir bleiben jetzt hier so lange sitzen, zur Not holen wir uns einen Kasten Bier, bis ihr uns tätowiert, ne? Ja, okay, komm, gut, scheiß drauf, machen wir, ne? So, und dann beim Tätowieren frage ich so, hey, sag mal, wie lange kennt ihr euch eigentlich so? Finde ich cool, so, ihr habt einen coolen Vibe. Ja, seit 3 Tagen. Ich so, was? Ja, wir haben uns vor 3 Tagen kennengelernt, seitdem hängen wir zusammen rum, wir fühlen es einfach so, ist mega, ne? 1 Monat später rufen die mich an. Hey AJ, was geht? Wir sind die mit dem Namen auf dem Arsch, bla bla bla. Ja, können wir morgen vorbeikommen? Wir haben da was wir tätowieren müssen. Ich so, ja, es muss unbedingt morgen sein. Ich so, ja, okay, was wollen wir machen? Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, ne? Ja, das Datum von morgen. Ich so, okay, warum? Ja, wir heiraten morgen. Ich muss auch dazu sagen, ein paar Jahre später ist er dann wiedergekommen und hat gemeint, wir haben uns getrennt. Hat dann den Namen von ihr durchstreichen lassen und dann Shit Happens drunter geschrieben. Hast du dich denn schon von den Sachen für was entschieden? Also, das möchte ich auf jeden Fall. Das finde ich sehr cool. Das ist schon mal safe. Yes. Ich bin aufgeregt. Ich krieg neue Tattoos. Ich kannte auch Mami, I'm sorry, also bevor Antonia gesagt hat, dass wir hier einen Termin haben, weil ihre Schwester wohnt in Stuttgart. Ach, cool. Ja. Und sie hat gesagt, wenn ihr in Stuttgart seid, müsst ihr bei uns tätowieren kommen, weil das ist so ein richtig geiles Tattoo-Studio und so. Oh, voll also das heißt, wir hatten vorher schon über euch geredet und dann sagt Antonia, ja, die sind da. Und ich so, hä, das ist ein Zufall. Wir waren vor 3 Monaten mit dem Team in New York und haben dort tätowiert. Und in dem Studio war ein Typ, da habe ich mich selber erwischt, so wie das bei mir so Vorurteile geweckt hat. Weil der war halt groß, glatzköpfig, der hat beide Arme komplett schwarz tätowiert, das halbe Gesicht schwarz tätowiert, die Ohren abgeschnitten gehabt, Zunge gespalten, schwarze Augen. Ich habe richtig Angst vor ihm gehabt. Ey, das war der liebste Mensch, den ich in dieser Stadt kennengelernt habe.
Wie viele Jahren empfiehlt ihr Tattoos? Ich glaube, ihr stecht auch wirklich erst ab 18, ne? Ja, ich sag nicht, dass du mit 18 auf einmal die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und super reif bist, aber schon mal in den meisten Fällen einen Ticken reifer als mit 16. Also klare Empfehlung ab 12 Jahren. Eigentlich noch früher, weil dann sparst du auch, weil das Tattoo wächst ja mit. Und es ist wie bei überall, es gibt Kinderpreise und Erwachsenenpreise. Deswegen sollte man eigentlich den Körper komplett zumachen, bevor man älter als 12 Jahre ist, weil danach gelten die Erwachsenenpreise. Kennst du mittlerweile jeden auf der Insel gefühlt so? Nee. Ist schon eine große Simon kennt Insel. nicht so viele, oder? Ich connecte mich wenig, weil ich wirklich viel zu Hause hocke. Also, die Sache ist, wann waren wir das letzte Mal draußen? Es muss auch dazu sagen, es kam jetzt eine neue WoW-Season raus, Season 4. Ja. Und die kam letzte Woche, ist sie gestartet und ich habe seit letzte Woche Mittwoch eigentlich durchgehend gezockt. Oh, wir haben ein fertiges Design von Fu. Ja, ich finde, es sieht sehr nice aus. Ich habe nichts zu bemängeln. Also, ich finde es sehr, sehr geil. Oh, das sieht sehr cool aus. Ich mag das Placement. Dope. Ich finde vom Style her passt auch voll gut zu den Würfeln. Ich freue mich so, dass ihr vorbeigekommen seid. Es ist so cool, euch auch wieder zu sehen. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Einladung. Das ist so cool, hier zu sein, ey. Wundwasser schmeckt süß. Mir geht's nicht mehr gut. Ja, Fu hat eine Kopflampe, damit er seine perfekten Lines auch schön sehen kann. Das ist sehr gut. Das ist ein Gamechanger. Bizeps flex. Trizeps. I love it. Oh, das sieht echt sehr, sehr nice aus. Ich würde jetzt voll gerne 10 Klimmzüge machen, aber ich darf keinen Sport machen nach den Tattoos. Sonst Schade. würde ich das Ich wollte direkt eigentlich machen. morgen Marathon laufen. Aber das ging jetzt Jetzt ist leider verschoben, nicht. egal, nächstes Jahr vielleicht. Ich wollte irgendwas mit Musik haben. Und dann hat mir das eine Zuschauerin gezeichnet. Ja, und weil ich einmal die Woche Shrooms nehme. Ah, richtig. Und richtig. Ja, hast du schon mal vorgestellt? Ja, ich weiß nicht, warum das so ein Riesending ist, von wegen, ja, Tattoos tut so weh. Ich würde mir nicht nochmal einen Helix stechen lassen, aber Tattoos sind okay. Toni, wie fühlst du dich? Okay. Nein, noch alles gut. Wie viel Prozent haben wir, Mary? Was würdest du sagen? So 50%. Okay, ich habe mit 80 gehofft, aber ist okay. Ein bisschen ist es schon. Kein Problem, Mary. Ich wäre eigentlich am liebsten untätowiert, aber Mary zwingt mich jedes Mal. Mach jetzt. Kann Wie beim Chiara schreibt Friseur. einfach dazu, dass es hier aus dem Stream war. Wie gefällt's dir? Schön. Willst du die Frisur so haben? Willst du das Tattoo so haben? Ja. Ja, die Farben sind vegan. Ich finde es voll schön. Ja, das sieht gut aus. Was denkst du, AJ? I love it. Ja, doch. Mhm. Wieder Richtung Schulter. Ist Da ist es wieder. Ja, ist unchillig, Mary. Ist unchillig. Ah, ist okay. Oh nein. Nein, das ist in Ordnung. Kannst du nichts für. Aua. Ich würde mir nicht nochmal einen Helix stechen lassen, aber Tattoos sind okay. Chat sagt sehr sick, sehr nice. Und ein bisschen. Ja. So, weiter geht's, liebe Freunde. Tut ordentlich weh, Mary. Ja. Ja. Ich hätte Mary als Bring Me the Horizon-Hörer eingeschätzt. Ich habe ein Bring the Horizon Tattoo. Ach, guck mal. Oh mein Gott, bin ich gut getroffen. Porträts von Tieren sind auch immer sehr, sehr nice. Also vor allem auch von Hunden und so. Wenn man die gut sticht, ja, ihr könnt das. Ich habe schon so viel schlimme Porträts von Tieren gesehen, wo du das ist dann so ein Hund, der ist so, Oder von Babys, auch ganz schlimm. Die sehen aus wie Aliens teilweise, also Ja, aber schlechte Babys Tattoos. sehen halt immer auch aus wie Aliens. Vor allem, wenn die auch so Schnodder an der Nase haben und so. Alles mit tätowieren. Das wäre halt ein cooles Tattoo. Das Baby, wie es so richtig so ein kleines Kotzerchen gemacht hat, so Rotz aus der Nase oder so. So süß warst du früher, so süß. Guck mal, Chat, jetzt habe ich noch ein Tattoo, mit dem ich flex, wenn ich mir meine Haare mache. Das war immer, wenn ich so meinen Arm gehoben habe, waren alle so, ja, der Tattoo-Flex hier von der Seite, jetzt haben wir einen doppelten. Ich hätte niemals von mir aus einen Fisch als Tattoo-Motiv gemacht. Aber in dem zusammen, ja, ich kann nicht mal Fisch aussprechen. Weil ich das Ist auch ein Viechmensch. ja, das ist bei uns im Rheinland so. Wir sagen immer Fleisch, Fisch. Unge ist nur Veganer, weil er die Worte Fleisch und Fisch nicht so oft verwenden will. Ja. Ich bin jetzt selber seit fast 4 Jahren nicht mehr in Deutschland und das einzige Tattoo-Studio, von dem ich immer wieder höre, ist Mama, sorry. Ach, wieso fragen immer so viele, was Anni dazu gesagt hat? Das war ihr sehr egal. Also ich meinte so, cool, mach das. Vorher abchecken, darf ich das tätowieren lassen? Sag. Ist das okay? Ich habe gesagt, darf ich das Tattoo? Nein. Partner-Tattoo. Okay. Ja, ich habe das natürlich nicht mit ihr abgesprochen. Mal schauen, ob sie dann Schluss macht. Kann passieren, man weiß es ja nicht, ne? Ihr zeigt nochmal zusammen. Sehr, sehr nice. Sweet, Mann. Wow. Cool. I love it. Cutie Pie. Cool. Ist süß? Sehr nice. Ja. Ah, ihr seid die Besten. Cool, dass ihr gekommen seid. Oh. My opinion, beste Tattoo-Studio. Sehr happy. Sehr nice. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Session. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, safe. Das wäre sehr, sehr geil. Oh, die Pilze Das sind echt Herz? süß. Die Escape-Taste ist neu. Junge, wie viel? Die haben wir nachgestochen. Die sind nicht neu, aber die haben wir nachgestochen. Das ist neu. Ja, 3 auf der Seite. Und die 2 Pilze hier hinten.
6. Oh Gott, das habe ich schon ganz vergessen. Ja, Aber das 6. nicht mehr, weil das, jetzt bist du kriminell. Jetzt bin ich noch krimineller, Alter. Oh mein Gott, langsam das ist wird's richtig- richtig. das ist richtig Langsam wird's richtig asozial. AJ, ich danke dir. Aber dann können wir ja noch ein bisschen kurz chillen. Ja, und ich melde mich bei dir. Vielen Dank. Ich danke Entschuldigung, euch. Ich Entschuldigung, danke ich euch wollte nur- wirklich. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hat mich sehr gefreut.